Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es so schön, so oft, wenn es um das Thema Veränderung geht. Und ich stimme dem Ganzen nicht ganz so zu, aber kann auch verstehen, warum es diese Aussage oft gibt. Und jetzt wollen wir mal in ein kleines Modell anschauen von James Clear, was auch ein bisschen Aufschluss gibt und ein bisschen auch in die Richtung geht. Das Modell von James Clear fängt an mit der ersten und sichtbaren Ebene, nämlich unseren Ergebnissen. So, das heißt zum Beispiel, ziehen wir den Auftrag an Land oder kriegen wir die Aufgabe bis zu einer gewissen Deadline erledigt oder können wir das neue IT-Tool bedienen. Das sind Ergebnisse. Das ist die sichtbare Ebene. So, dann gibt es die zweite Ebene. Das ist unser Verhalten und unsere Gewohnheiten. Das ist schon ein bisschen weniger sichtbar. Das heißt, wie arbeiten wir? Welche Routinen haben wir? Oder eben auch letztlich die Frage, wie verhalten wir uns Kunden, Mitarbeitern oder eben auch letztlich im Arbeitskontext. So, zweite Ebene, Verhalten und Gewohnheiten. Dann gehen wir noch eine Ebene tiefer und hier wird es jetzt spannend. Die dritte Ebene ist die Identität. Das ist sozusagen der Kern und eben dann nicht mehr sichtbar. Oft handelt es sich da vor allem auch um unterbewusste Themen. So, das heißt jetzt zum Beispiel, sehe ich mich als jemand an, der fleißig ist, als jemand, der zuverlässig ist, als einen Mitarbeiter, der wirklich seinen Beitrag hier leisten möchte oder vielleicht auch als perfektionistisch, sage ich mal. Und da kommen eben auch ganz viele Prägungen mit rein. Diese drei Ebenen gibt es, nämlich das Thema Ergebnisse, Verhalten und Gewohnheiten und eben die Identität. So, was hat das jetzt mit dem Gewohnheitstier zu tun? Wenn wir versuchen, etwas zu verändern, dann verändern wir ganz oft die sichtbaren Ebenen. Das heißt Ergebnisse und vielleicht auch manchmal unser Verhalten. Selten gehen wir in die letzte Ebene, in die Identität rein. Und dann kann eben Veränderung oft scheitern, weil letztlich unsere Identität beeinflusst unser Verhalten. Unser Verhalten beeinflusst dann unsere Ergebnisse. Und ohne die Änderung des Verhaltens auf Identitätsebene wird die Veränderung auf den sichtbaren Ebenen echt unwahrscheinlich bzw. echt auch schwierig. Und von daher kenne ich diesen Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sehr, sehr gut. Aber spannend ist natürlich auch, wie können wir da dann herausbrechen.